Wer hätte das gedacht, dass vor allem durch seine aus DDR-Zeiten stammende und als gigantische Großsiedlung bekannte Marzahn hat einen Ortskern, dessen Gründung bis ins Mittelalter zurückreicht. Und genau von hier melden wir uns heute zurück mit einer neuen Folge Einfach dein Kiez. Mit den Gärten der Welt befindet sich einer der attraktivsten und zugleich vielseitigsten Parks Berlins hier in Marzahn. Und wer den noch nicht gesehen hat, hat wirklich was verpasst. Aber fragen wir doch mal die Leute in Marzahn, wie sie am liebsten ihre Zeit verbringen und was man hier so machen kann. Ja, es ist sehr schön und ruhig und ja, wir genießen das. Hier oben, wenn Sie hier weiterlaufen, sind ja so Sportmöglichkeiten, Basketball und so weiter. Aber hier ist sehr weitläufig. Wir können hier bis Köpenick. Grün ist es an allen Ecken, gerade zwischen den Häusern, in den Wohngebieten drin, die so schön wirklich zum Spazierengehen, zum einfach mal hinsetzen einladen. Ja, das ist alles schön. Die Mädels, die Jungs, alles was hier rumsteht, ist zum Beispiel schön. Marzahn hat sich im Laufe der Jahre leider nicht nur durch eine erfolgreiche Comedian mit C als Anfangsbuchstaben einen Namen gemacht, sondern ist auch bekannt für Probleme wie Kinderarmut, soziale Benachteiligung oder Jugendarbeitslosigkeit. Ein Verein, der sich mit Herzblut dieser Aufgabe widmet, ist Straßenkinder e.V., der in der Hohensaatener Straße 20 sein Zentrum hat. Unser Ziel ist es, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche und auch obdachlose Kinder und Jugendliche aufzufangen, ihnen eine neue Chance zu geben und sie zurück in die Gesellschaft zu holen. Wir setzen uns dafür ein, dass sie Zugang zu Bildung haben, aber auch zu gesellschaftlicher Teilhabe und dass sie gerechte Chancen bekommen hier. Gerade in Marzahn, wo vielleicht nicht alle Kinder sonst die gleichen Möglichkeiten haben wie Kids aus anderen Bezirken. Deswegen haben wir hier eine Vielfalt an Freizeitangeboten und kümmern uns gleichzeitig darum, dass die Kids in der Schule mithalten. Dann haben wir noch den Integrationsbereich, unsere Integrationsarbeit, seit eben viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, wo wir uns aktuell dafür einsetzen, dass sie Deutsch lernen. Wir haben einen Deutschkurs für Frauen und sorgen dafür, dass die Familien Wohnung finden und einfach gut ankommen können. Die Kids können hier jeden Tag herkommen, die kriegen eine warme Mahlzeit, die frisch gekocht ist, die können Hausaufgaben machen, kriegen Unterstützung beim Lesen und beim Rechnen. Die Älteren helfen mir bei den Prüfungen, sich vorzubereiten. Und dann haben wir ganz viele kreative und sportliche Projekte. Wir gehen mehrmals die Woche Fußball spielen mit denen. Wir haben einen Mitarbeiter, der denen einen Salto-Workshop Saltos beibringt oder ein Gartenprojekt, wo die Kids gemeinsam mit uns Gemüse anbauen können. Also wirklich ein vielfältiges Programm, was Spaß macht, was die Kids fördert, was sie stärken soll in ihrem Charakter und ihre Fähigkeiten. Also täglich kommen tatsächlich fast bis zu 130 Kinder hierher, über den Tag verteilt. Gerade im Sommer ist es toll, da gehen wir viel raus mit den Kids und spielen draußen. Wir haben circa 40 festangestellte Mitarbeiter. Hier im Kinder- und Jugendhaus haben wir ungefähr 15 Pädagogen, die für die Kids und Jugendlichen da sind, jeden Tag. Dann haben wir noch ein Büroteam aus 7 Personen und ein Hauswirtschaftsteam, einen Koch und eine Putzkraft und einen Hausmeister, der auch Angebote für die Kids macht. Viele Familien können sich gerade so versorgen, aber da reicht es nicht, dass noch Geld da ist für einen Kinobesuch oder dass die Kinder mal gemeinsam ins Schwimmbad gehen könnten. Dafür ist oft kein Geld da und auch viele der Kinder, die zu uns kommen, haben schon im Grundschulalter Lernprobleme. Deswegen würden wir aus unserer Perspektive sagen, dass wir einen sehr positiven Faktor auf die Kids haben, weil wir hier einfach das bieten, was sie vielleicht von anderen Seiten nicht so bekommen. Einfach gerade die Chance hier zu lernen mit uns, Sachen nachzuholen oder eben auch hier einfach gemeinsam mit uns Ausflüge zu machen, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Marzahn ist auf jeden Fall ein vielfältiger Bezirk. Es wohnen Menschen vielerlei Kulturen hier und ich würde auch sagen, im Vergleich gerade zu anderen Bezirken, gerade zur Mitte, ist es hier weniger trubelig. Es ist auch weitläufiger, finde ich, trotz hoher Häuser. Das mag ich sehr an diesem Bezirk. Wer uns unterstützen möchte, der kann sehr gerne von uns erzählen in seinem Bekanntenkreis. Wir freuen uns über Ehrenamtliche, die sich vielleicht in der Hausaufgabenbetreuung beteiligen möchten und natürlich als spendenfinanzierter Verein, fast ausschließlich spendenfinanziert, freuen wir uns über finanzielle Unterstützung.
Wir sind einfach überzeugt, dass jedes Kind unglaublich wertvoll ist und dass jedes Kind gerechte Chancen und neue Chancen verdient hat. Deswegen sind wir da, deswegen bauen wir unsere Arbeit weiter aus und deswegen sorgen wir dafür, dass einfach die Themen Kinderarmut, Bildungsarmut, Jugendobdachlosigkeit nicht untergehen in unserer Gesellschaft und weiter den Kindern geholfen wird. Wie ihr ja wisst, stellen wir in unserer Kiez-Serie besonders gerne tolle soziale Projekte und die Menschen dahinter vor. Es ist wichtiger denn je, dass wir uns für den Zusammenhalt in der Gesellschaft engagieren und umso beeindruckender ist es, wenn sich Menschen für Kinder und Jugendliche, also die Schwächsten in der Gesellschaft und zugleich unser aller Zukunft einsetzen. Wenn ihr weitere Folgen von Einfach dein Kiez sehen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen und zwar hier und hier. Viel Spaß dabei!